Super Mario Galaxy. Meiner Meinung nach eines der besten, wenn nicht sogar das beste Mario-Game. Doch warum ist es so gut und so unfassbar magisch? Das alles und viel mehr im heutigen Video. Viel Spaß! Doch warum denke ich, dass Super Mario Galaxy so magisch ist? Ich denke, da gibt es einige Gründe, die zusammenspielen und daraus ein absolutes Meisterwerk machen. Natürlich hat es auch viel mit Nostalgie zu tun, da ich schon als kleiner Rabauke dieses Spiel einfach nur gesuchtet habe. Jedoch gibt es weitaus mehr Gründe dafür. Ein Grund, der stark heraussticht, ist die Musik. Und ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, sie ist einfach nur göttlich. Der Komponist Koji Kondo hat hier mal wieder absolut übertrieben und einen großen Teil zur Magie dieses Spiels beigetragen. Ich meine, hört sich einfach mal selbst an. Ein absolutes Meisterwerk. Mit der Gravitation als neues Hauptfeature wurden nahezu unendliche Möglichkeiten geschaffen, um das Spiel so abwechslungsreich wie möglich zu machen. Von 2D-Passagen mit Gravitation bis zu Vögeln, die einen in die Luft werfen, ist alles dabei. Außerdem gibt es eine erstaunlich große Menge von neuen und vor allem innovativen Items. So ist zum Beispiel der erste Auftritt der Eisblume in Mario Galaxy gewesen. Aber es gibt noch anderen coolen Shit in dem Game. Sowie die Bienen-Mario-Fähigkeit, den Buhu-Mario und den Overpowen, aber nur einmal in einem Level auftretenden roten Stern, mit dem Mario fliegen kann. Und ja, ich habe dich mit Absicht nicht erwähnt, du dreckiges Stück. Aber ich habe auch ein paar Kritikpunkte, was die Innovation angeht. Bei den Bossen bin ich beispielsweise zwiegespalten. Manchmal gibt es diese super krassen dreibeinigen Bosse und dann gefühlt 10-mal denselben Bowser, der nach einer Zeit einfach nur nervt. Außerdem, wie ihr natürlich von meinem Mario Galaxy Let's Play wisst, habe ich das Gefühl, dass zu oft die "Das sind 5 Sachen, sammel ein und du kommst weiter" Mechanik verwendet wird. Das führt dann teilweise sogar zu langweiligen und sogar frustrierendem Gameplay. Siehe Mario Galaxy LP. Aber das sind im Vergleich zum sehr guten Rest einfach nur Kleinigkeiten. Es gibt teilweise absolut überragendes und super kreatives Leveldesign. Da gibt es eine Spielzeuggalaxie, eine Geistgalaxie, eine Spinnengalaxie, eine Bienengalaxie und so viel mehr. Du kannst einfach ein x-beliebiges Wort vor Galaxie setzen und es gibt dieses Level wirklich in Super Mario Galaxy. Aber nun weiter mit einem Punkt, den ihr vielleicht nicht als erwähnenswertes erwartet. Die Story in Mario Games ist so gut wie immer und mit wenigen Ausnahmen eigentlich immer dieselbe. Prinzessin entführt von Bowser und Mario muss sie retten. So ist es zwar auch in Mario Galaxy, jedoch werden hier viel mehr Emotionen und abgespacedes Zeug mit reingebracht. Es wird zum Beispiel das Schloss einfach von einem UFO geklaut, von einem fucking UFO, und am Ende muss sich Marios treuer Begleiter opfern, um Mario und Peach zu retten. Und wir sind hier immer noch in einem Mario-Game. Das ist absolut insane. Auch wenn sich viele hassen, ich empfand die Wii-Fernbedienung in diesem Spiel als eine gute und berechtigte Erweiterung. Es gab viele verschiedene und sehr kreative Situationen, in denen sie eingesetzt wurde. In manchen natürlich besser als in anderen, aber all in all eine berechtigte Erweiterung des Spielerlebnisses. Moment mal, den Satz habe ich doch irgendwo schon mal gehört und dann war es grausam. Ja, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Egal, weiter geht's. Super Mario Galaxy ist ein Meisterwerk. Ein Meisterwerk mit Fehlern. Wenn ihr jedoch die Chance habt, das Spiel zu spielen, tut es. Tut es. Ihr werdet es in keinem Fall bereuen. Das Gameplay, die Musik, die Story, all das bringt einfach ein hervorragendes Spiel vor, das seiner Zeit absolut voraus war und neue Maßstäbe für Mario Games gesetzt hat und die Reihe weit vorangebracht hat. Das zeigt sich natürlich auch in den Verkaufszahlen von über 10 Millionen Kopien. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Nintendo sich dazu entschieden hat, direkt einen Nachfolger zu produzieren. Doch das werden wir in einem anderen Video besprechen. Bis dahin, bleibt quirky und wenn euch das Video gefallen hat, was tatsächlich das erste Video dieser Art von mir ist, würde es mich unfassbar unterstützen, wenn ihr ein Like und ein Abo dalasst. Ciao, euer Taco.